안녕하세요. 오늘은 저희가 한국의 좋은 점에 대해서 한번 얘기를 해볼까 하는데요. 메리는 한국을 굉장히 좋아하고 저도 한국에서 꽤 오랜 시간 동안 살았기 때문에 한번 저희가 어떤 점이 좋은지에 대해서 얘기를 해보도록 하겠습니다. 한국 좋아해요? Warte mal ganz kurz. Was für eine dumme Frage. Warte. 김치 좋아해요? Ja, oh mein 주노 사이? Warte, jetzt habe ich Tränen in den Augen. Also, ich habe 8 Punkte, warum ich Seoul liebe und was ich an Seoul liebe. Die sind nicht chronologisch geordnet, sondern ich mache einfach irgendwie so rein. Also, als allererstes liebe ich in Seoul oder in Korea die Atmosphäre auf den Straßen. Also, ich liebe einfach, dass alles so bunt ist, dass alles so hell und blinkt und dass überall auf den Straßen, also meistens überall Musik spielt und dass einfach so viele Leute immer unterwegs sind, auch bis spät in die Nacht. Ich mag es einfach. Ich mag, wenn die Stadt so belebt ist und ich habe das Gefühl, Seoul schläft nicht und das mag ich sehr. Als zweites liebe ich die Mode in Korea. Also ich finde, für Frauen gibt es einfach viel, viel schönere Mode als hier in der Gegend. Die haben immer so schöne, süße Kleider und Blusen und Röcke. Also ich kaufe immer so viel ein, wenn ich in Seoul bin und ich finde, in Deutschland gibt es gar nicht so schöne Klamotten, also für meinen Geschmack. Diese Geschmäcker sind ja unterschiedlich, aber ich liebe diesen süßen, weiblichen Stil und das findet man in Korea so oft. Und passend zum Thema Mode finde ich auch, also ich fühle mich in Korea irgendwie viel freier, was so den Style angeht. Also ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Wenn ich hier etwas richtig Schönes anziehe, zum Beispiel ich habe etwas in Korea gekauft und trage es hier und habe mich einfach schick gemacht. So, und dann sagen Deutsche immer, oh, was hast du denn heute vor? Gehst du heute auf eine Party? Nein, ich habe mich einfach nur schön angezogen. Und in Korea fragt niemand, gehst du heute auf eine Party? Und da ist es einfach ganz normal, dass die Leute sich schön anziehen auf der Straße. Und ich finde einfach, in Seoul kann man sich einfach viel extravaganter anziehen als hier. Natürlich, man kann sagen, zieh doch an, was du willst, aber in Deutschland fühle ich mich einfach nicht so frei. Okay, nächste Sache. Als nächstes kommen wir zum guten Service. Also ich liebe den Service in Korea. Erstens, es gibt so viele Bereiche, in denen der Service einfach so gut ist. Zum Beispiel, dass die Convenience Stores, diese 편의점. ja, dass die immer einfach die ganze Zeit geöffnet haben. Man kann einfach überall, wenn man etwas will, sofort kaufen. Ich weiß, man denkt sich in Deutschland, ja, die Leute brauchen doch auch ihre Ruhe, sie müssen auch einen Ruhetag haben. Klar, davon reden wir jetzt nicht. Das hat alles Vor- und Nachteile, aber ich persönlich finde es einfach cool, dass man einfach immer rund um die Uhr da was kaufen kann. Was noch den guten Service angeht, ich liebe es zum Beispiel, dass alles in Restaurants so schnell geht, dass man reinkommt, man kriegt sofort Wasser kostenlos, man kriegt seine Beilagen kostenlos und man muss einfach gar nicht lange auf das Essen warten. Und generell einfach der Service. Auch zum Beispiel, wenn ich was im Internet bestellt habe in Korea, es war sofort da am nächsten Tag oder so. Ne? Und hier... Ja. Genau, dann zum Thema Service natürlich auch die Pünktlichkeit der Bahnen. Das kennen wir hier gar nicht in Deutschland, diese Pünktlichkeit. Und ich habe es noch nie erlebt, dass da irgendein Zug zu spät gekommen ist, sondern da kommt wirklich, alle paar Minuten kommt ein Zug und man kann sich einfach drauf verlassen. Und ja, das liebe ich einfach. Ich bin ungeduldig, deswegen mag ich immer so alles so schnell haben. Nächste Sache, was ich an Korea so liebe, ist natürlich das Essen. Ich würde sogar sagen, das ist meine Top 1. Das Essen ist einfach unschlagbar und einfach, es gibt so viele verschiedene Gerichte. Jeden Tag kann man etwas anderes essen. Man stellt sich nie die Frage, oh Gott, was esse ich heute? Weil hier zum Beispiel in der Gegend, ich habe nie irgendwie so wirklich Auswahl. Ich habe meine 2 Lieblingsrestaurants noch fertig. Und da ist einfach, es ist egal, wohin man geht, es ist einfach alles immer so lecker und so günstig und einfach so gesund und lecker. Ja, das ist eine gute Kombi. Okay, als nächstes, was ich auch in Korea liebe, sind einfach, also ich mag einfach die Menschen. Ich finde, sie sind so herzlich und wenn man sie erstmal kennengelernt hat, sind sie so herzlich und sind so gute Freunde einfach, finde ich. Weißt du, was ich meine? Verstehst du nicht, oder? Und ich mag einfach diese ganze Kultur, ich nehme jetzt mal ein Beispiel, diese Essenskultur, dass man zusammen immer was isst, dass man zusammen teilt, dass man nach dem Essen zusammen ins Café geht, wieder Dessert isst, also immer dieses Essen und ich mag das. Okay, nächste Sache, die ich in Korea schätzen gelernt habe im Vergleich zu Deutschland, ist das Wetter. Also ich finde es gut, dass man in Korea sich auf das Wetter verlassen kann. Also man weiß, jetzt ist
Frühling, danach ist Sommer, dann kommt der Herbst und danach ist Winter. Also es ist einfach so alles so klar. Und hier in Deutschland ist es immer so vermischt und manchmal ist im Winter einfach Frühling und so umgekehrt, im Sommer ist Herbst, deswegen ist es immer Chaos. Man weiß nie, welche Klamotten man tragen soll, Ja, weil in einem ja. Tag ist es 20 Grad, in anderen Tag sind es 10 und es ist nicht übertrieben. Es gab Tage, da gab es wirklich so Am Morgen ist ja, Winter morgen sowieso. Ja. und mittags ist Ja, Sommer. das stimmt. Richtig. Deswegen, ich finde, hier weiß man nicht, was man anziehen soll. Deswegen Ja, wird man auch ja. so oft krank und einfach immer so diese Gesundheitsprobleme wegen dem Wetter, finde ich. Und okay, klar, ich habe in Korea noch nicht den Winter erlebt. Ich weiß, es soll sehr, sehr kalt sein. Aber ich habe es lieber, dass ich weiß, jetzt ist kalt und dann weiß ich, in ein paar Monaten ist auch wieder Frühling. Weißt du, ich mag einfach so diese Klarheit. Also und der letzte Punkt ist, ich mag koreanische Musik. Ich finde, koreanische Musik macht einfach richtig gute Laune. Es sind immer schöne Videos, immer schöne Klamotten haben die an und es ist einfach immer ein cooler Beat. Und obwohl ich kein Teenager bin, mag ich diese Musik. K-Pop. trendy. Also seit ich K-Pop kenne, höre ich eigentlich kaum mehr was anderes. Ja. 네, 그러면 이제 제가 독일에 살면서 이제 서울을 그리워했던 점들에 대해서 한번 얘기를 해볼게요. 첫 번째로는 편의점이 제일 저는 좋았어요. 네. Sonntags nur Rossmann Express. Das war's. 제가 예를 들면 뭐 요리하기 귀찮거나 아니면 뭐 급하게 뭔가 필요한데 독일에서는 그런 것들을 살 수 없거든요. 특히 주말이나 아니면 뭐 밤이 조금 늦은 시간이면은 다음날 사야 되거든요. 그런 게 좀 많이 있고, 네. 그게 서울에 좀 좋은 점인 것 같아요. 어디 가나 편의점이 있고 편하게 살 수 있는 거. 네, 그게 제일 좋은 것 같습니다. 그리고 두 번째로는 음식이 다양하게 굉장히 많은 것 같아요. 확실히 한국 음식이 저는 더 맛있는 것 같아요. 이거는 객관적으로 봐도. 네. 하여튼 네, 음식점이 되게 다양한 게 좋은 것 같습니다. 그리고 네 번째로는 한강이 있어요. 한강. Oh, ja. 물론 여기에도 마인 Ja, mein. Total traurig. 마인강에도 Mein Gangedo. ja, ja. 마인강에서도 피크닉을 하거나 뭐 앉아서 얘기할 수 있긴 한데 근데 저는 한강에서 치맥 먹거나 그런 걸 되게 좋아하거든요. 치맥 먹거나 아니면 뭐 자전거 타거나 뭐 그런 걸 좋아하는데 근데 여기는 그런 게 없어서 좀 아쉬워요. Kannst auch Fahrrad fahren am Main. 야. Und joggen. 아니 근데 왜 이렇게 밤에 집에 also. 야 Im Sommer. nachts Ja, ja, stimmt. 마인우퍼는 찌발푸에 가면 da gibt es nur Verrückte. 야 베르트. 그래서 한강 중에도 저녁 밤에 가는 한강이 좀 그리워요. 다음으로는 카페. 저는 여기 카페가 더 맛있긴 한데 한국 카페가 훨씬 더 좀 편안한 것 같아요. 여기도 뭐 다 똑같이 할 수 있긴 한데 근데 그 분위기가 좀 달라요. 그리고 훨씬 편리하고 진짜 어느 카페를 가든지 와이파이 진짜 다 되고 여름에 에어컨 진짜 잘 나오고 그게 진짜 너무 좋은 것 같아요. 여기는 체인점이 그렇게 많이 없기 때문에 대부분의 카페들은 좀 영세한 카페가 많은데 그런 카페들은 에어컨이 없거나 와이파이가 없거나 가끔 그런 경우가 있거든요. 그러니까 그런 분위기가 한국은 좀 좋은 것 같아요. 다음으로는 되게 빠르고 정확한 게 저는 좋은 것 같아요. 예를 들면 뭐 인터넷이나 AS 같은 거 이런 거는 한국이 훨씬 빠르고 잘 돼 있는 것 같아요. 여기 독일에서는 인터넷을 개통하고 싶으면 보통 한 달 정도 기다려야지 이제 설치 기사가 오거든요. 한국은 사실 생각도 못하는 일이잖아요. 보통 한 이틀 정도면은 다 와서 해결이 되는데 네, 그런 점이 되게 장점인 것 같습니다. 네. 그리고 마지막으로는 병원이 있는데요. 확실히 한국 병원이 정말 잘 돼 있는 것 같아요. 그러니까 예를 들면 감기에 걸렸다고 해도 어디가 뭐 아픈지 이렇게 진찰을 잘 해주는 것 같고 독일에서는 그냥 네, 감기네요. 네, 쉬세요 이 정도. Trinken Sie viel Tee. Viel- Ziehen Sie sich warm an. viel schlafen. Ja. 항상 똑같아요. Katastrophe. 네. 물 많이 마시고 잠 많이 Ich hasse 자고 es. 스트레스 받지 말고 Ja, ja. 다 그래요 다. 그리고 또 진료비는 진짜 비싸고 그냥 진찰 이렇게 의사랑 10분 대화만 해도 거의 네. 한 10만 원씩 나옵니다. 네. 물론 뭐 보험 처리가 되긴 한다고 하지만 네. 그런 점이 되게 서울의 좋은 점인 것 같아요. 네. 다음 영상에서는 저희가 이제 독일의 좋은 점에 대해서 한번 얘기를 해볼게요. 네. 외국인과 이 원주민 내국인 아인보나 외국인의 관점에서 한번 얘기를 해보도록 하겠습니다. 그러면 다음 영상에서 뵐게요. 안녕히 계세요.